Herzlich willkommen alle PC-VR-Liebhaber, Unboxing-Möger und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute gucken wir uns mal an, was mir die Post so in den Hausflur gestellt hat. Ja, ich war schon länger mit mir am Hadern, weil mein PC bzw. meine PCs waren immer für die Arbeit ausgelegt. Das heißt, damit konnte man super Datenbanken konvertieren oder Ähnliches machen, Supportleistungen bringen und so weiter und so fort. Aber für VR waren sie einfach nicht ausgelegt. Und weil ich halt einfach mal VR in seiner vollen Pracht erleben wollte, habe ich mich dann entschieden und habe mir jetzt mal einen VR-fähigen PC bestellt. Ja, und den gucken wir uns jetzt mal an und packen ihn aus. Ja, ich habe das Ganze schon ein bisschen vorbereitet. Also was heißt vorbereitet? Ich habe den Karton von unten schon mal geöffnet. Dafür kippen wir ihn jetzt mal leicht. Hier, das hatte ich also auch schon aufgeschnitten. Und da kommt mir auch schon einiges entgegen. Wir sind vorsichtig und ziehen das jetzt einmal rüber. So, was haben wir hier? Ein Karton für Lüfter. Was haben wir genau? Wir haben eine Wasserkühlung für die CPU. Fühlt sich sehr leicht an, also schon verbaut. Mir wurde nur der Karton mitgegeben. Dann, was haben wir als nächstes? Okay, das ist dann das Prunkstück des PCs. Viel Lametta. Machen wir mal da an die Seite. Hört ja gar nicht mehr auf. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir da? Also, wie gesagt, das Prunkstück des Ganzen, und zwar eine GeForce 4090. Auch die legen wir erstmal zur Seite. So. Das heißt, hier haben wir jetzt den PC an sich. Auch ein schweres Kistchen. Es ist ein MSI Tower. Und was haben wir noch? Natürlich das Netzteil, 1000 Watt Netzteil. Und zu guter Letzt das Board, ein Gigabyte Z7090 Gaming. Auch das ist natürlich alles leer. Weil das Netzteil ist echt noch schwer, aber das müsste eigentlich leer sein. Ich gucke gerade mal rein. Ja, das ist leer. Das sind nur die restlichen Kabels, die wir nicht brauchen. Also ich bin schon echt sehr gespannt, wie er dann optisch aussieht. Wobei mir das persönlich jetzt tatsächlich nicht sonderlich wichtig ist. Also die ganzen Sachen mit RGB, Lichts und sowas am PC ist eher, ja, wie soll ich sagen, zweitrangig bei mir. So. Mir kommt es auf die sogenannten inneren Werte des PCs an. Und da ist er schon. Ja, auch da gut verpackt. Das Ganze. Und dann versuchen wir ihn mal elegant rauszuheben. Wobei ich glaube, am einfachsten ist, wir kippen ihn wieder. Machen ihn noch von der anderen Seite auf und dann kann man wahrscheinlich einfach rausdrücken. So. Okay, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, nächster Karton, sind wir los. Ja, da ist er.
Wir sehen schon Glasplatte. Auch das war mir jetzt nicht sonderlich wichtig. Da haben wir einen Lüfter verbaut in der Front. Und das ist er in seiner vollen Größe. So. Ja, wir sehen, da ist noch das große Polster drin. Das holen wir gleich raus. Also Glasplatte auf. Polster raus. Voilà. Ja, also machen wir gerade noch mal zu. Was habe ich dann hier? Also hier oben habe ich meine Anschlüsse. Ich hoffe, man sieht es. Powerknopf, USB, USB-C. Dann noch für Mikro und Kopfhörer. Jeweils Kontrollenleuchten für die einzelnen Festplatten. Hier mit Magnet festgemacht ein Staubschutz. Und ja, er hat WLAN-Anschlüsse. Gut, die brauche ich jetzt an dem PC tatsächlich nicht. Und drinnen, wie gesagt, haben wir das Netzteil, das sitzt unten. Hier kommt nachher die GeForce rein. Und hier ist die Wasserkühlung mit oben den Radiatoren, die halt nach oben weggehen, um die heiße Luft dort rauszublasen. Vorne ist nochmal ein kleiner Radiator drin. Mal gucken, ich hatte das eben hier schon mal so schön aufgekriegt. Kriege ich das nochmal? Ja, da. So. Da haben wir mal gerade einmal von vorne. So sieht das Ganze von vorne aus. Also nur ein Radiator drin. Nochmal, dann kann man natürlich noch erweitern, wenn man das will, wenn man da irgendwelche Probleme mit der Temperatur kriegt. Und von hinten sieht das gute Stück dann so aus. Ja, wie gesagt, Netzteil ist verbaut, Board ist verbaut, CPU und CPU-Kühler ist verbaut. Das Einzige, was halt jetzt noch fehlt, ist tatsächlich die GeForce. Deswegen stellen wir den mal zur Seite und packen mal die GeForce auf. Ja, beim Kauf habe ich mich für die Variante entschieden, dass es mir egal ist, welche GeForce. Man hätte natürlich auch gezielt sagen können, ich hätte gerne die und die. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, nehmt das, was auf Lager ist, was einfach da ist. Und dann gucken wir mal rein, wie das gute Stück aussieht. Ja, gut verpackt natürlich. Und da ist sie. So. Für den einen oder anderen, der sich jetzt wundert, warum die Siegel schon hier gebrochen sind. Ganz einfach, wenn der PC zusammengebaut wird, dann wird er natürlich mit dieser Karte zusammengebaut. Die Treiber werden passend dazu installiert. Also der ist jetzt ja, bis auf die Karte out of the box einsatzbereit. Also das heißt, der funktioniert direkt, sobald die Karte eingesetzt ist. Und deswegen sind die Siegel auch gebrochen bei der Grafikkarte. So. Ja, so sieht das gute Stück jetzt aus. Schön in Anti-Statik-Folie verpackt. Hier haben wir noch irgendwas an Accessoires. Also hier mit so Kristallen versetzt. Also wenn man RGB-Beleuchtung hat, dann wird das wahrscheinlich ganz toll aussehen. Was haben wir hier? Ah, okay, das sind anscheinend nochmal Halterungen für die, weil die ja doch einiges wiegt, damit sie nicht so schwer ist. Damit sie unten abgestützt wird, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob wir das brauchen.
Gut, ja, ich besorge mir jetzt mal das passende Werkzeug und dann bauen wir sie mal ein. Ja, ich habe mir jetzt das passende Werkzeug besorgt und das ist eigentlich gar nicht viel, sondern das ist nur ein Schraubenzieher. Mehr brauche ich tatsächlich nicht. Also die Halterung, ich hoffe man sieht es, ich habe ein bisschen mehr Licht mal gemacht, ist schon angebracht. Also das heißt dort, wo die Grafikkarte dann mit aufliegt, damit das Gewicht ein bisschen entlastet wird. Dann habe ich hier hinten 2 Schrauben, um die dann zu fixieren. Und ja, die schrauben wir jetzt mal gerade auf. Schraube Nummer 1. Schraube Nummer 2. Dann haben sie mir auch schon die Kabel angeschlossen fertig. Also das heißt, es ist schon gebündelt von den ganzen Stromanschlüssen, damit die dann, die ja sehr, 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 sehr hungrig ist, direkt mit Strom versorgt werden kann. Also das heißt, wir setzen die jetzt mal vorsichtig ein. Gucken wir mal. Ja, also die Halterung, ich habe fast schon zu viel versprochen, ist ein bisschen zu hoch gesetzt. Wo komme ich da hin? Von hinten. Also jetzt haben wir die Rückseite ab. Jetzt kann ich mit dem Schraubenzieher die Halterung etwas tiefer setzen, die zuerst raus müssen. Jetzt sollte es aber funktionieren. Ich will hier nichts kaputt machen. Zurück. Ah, das sieht doch gut aus. Und sie ist drin. Der Halter unten sitzt auch. Da sitzt sie, da sitzt sie. Gut, fixieren wir sie direkt vorne mit den Schrauben. Wunderbar. Haben wir drin. Gut. Ja, damit ist der PC schon fertig zusammengebaut und kann im Grunde gestartet werden. Ja, damit sind wir eigentlich so gut wie am Ende angekommen. Also das heißt, wir haben die Grafikkarte noch eingesetzt. Ich habe jetzt noch eine kleine Änderung vorgenommen. Und zwar habe ich vorne noch eine Stütze reingemacht, damit wirklich keinerlei Last auf den Anschlüssen liegt von dem Gewicht der Grafikkarte. Und um da einfach dann nur mal sicher zu gehen, wie gesagt, nochmal diese kleine Stütze eingesetzt. Die war bei der Grafikkarte mit dabei und wurde einfach nur mit einer Schraube oben befestigt. Dann zieht man das Ganze aus wie so ein Teleskop, um die Höhe dann festzulegen. Und damit ist die Sache dann auch schon gegessen. Den Stromstecker habe ich jetzt auch schon reingesteckt und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir auf den Power-Knopf drücken. Der ist hier oben und er legt los. Ja, was wir schön sehen, wir haben unten den coolen GeForce Schriftzug, der in bunter Farbe erstrahlt. Wir haben vorne noch RGBs drin. Wie gesagt, ich selber lege da gar nicht so viel Wert drauf. Dann habe ich gesehen, hier gibt es hier oben noch so einen Punkt, den man drucken kann. Und damit kann man dann nochmal die Farben der RGBs ändern, die man möchte. Grün, Blau, Rot, ja, Weiß, ganze Menge. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen. Wir werden uns natürlich die Tage bzw. die nächsten Wochen werde ich natürlich dann ausgiebig Steam VR testen mit dem PC, um zu gucken, was er dann wirklich kann. Ich hoffe, er hilft mir so ein bisschen bei den Videos machen, damit das Exportieren der Videos nicht immer so lange dauert. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also in diesem Sinne, habt vielen Dank fürs Schauen. Ich freue mich natürlich über jedes Däumchen, jedes Kommentar und jedes Abo. Ich sage ciao, ciao.